Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin eure Claudi von Solart und heute möchte ich mit euch Ribbon Pur machen. Wir starten direkt rein ins Video, ganz viel Spaß dabei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Ribbon, also übersetzt Schleife, einen ganz tollen Effekt macht und das ist super einfach. Also, ich habe uns hier ein paar wunderschöne Farben vorbereitet. Ich arbeite wie in den meisten meiner Videos mit den Farben von Amsterdam. Aber Schritt für Schritt, wir arbeiten heute auf einer 30×60 länglichen Leinwand und jetzt werden wir erstmal mit einer schwarzen Basisfarbe beginnen. Meine Basis schütte ich großzügig auf meine Leinwand. So, ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen ausdehnen. Allerdings werden wir unsere Schleifen, sobald wir sie aufgetragen haben, auch über die ganze Leinwand dehnen. Deswegen ist es jetzt nicht schlimm, wenn wir unsere Kanten nicht mit Farbe bedecken. Sehr gut, das reicht uns schon. So weit, so gut. Hier noch einmal mit dem Brenner drüber, um die Luftbläschen aus unserer Basis zu entfernen. Das klappt wunderbar. Okay, wie vorhin schon genannt, arbeiten wir heute mit den Farben von Amsterdam. Ich habe mir heute vorgestellt, eine dunklere und eine hellere Schleife zu zaubern. Ich habe für die dunklere vorbereitet Ultramarinblau. Ein Violett, das ist ein Mix aus Ultramarinviolett und Kobaltblau. Dann habe ich Light Rose von Amsterdam für die hellere Farbe. Einmal Primary Magenta und einmal noch Himmelblau. Das werde ich ein bisschen in beide schichten. Und natürlich für den helleren Kontrast noch Perlweiß. So. Ich habe mir hier 2 leere Becher vorbereitet, die werden wir jetzt nach und nach schichten. Ich beginne mit der rosa Familie. Also ich fange an, meinen Becher zu schichten. Wie beim Flip Cup auch, das kennt ihr schon. Die Schichten der Farben sorgt später dafür, dass unsere Schleife einen schönen Kontrast und auch schönen Farbverlauf bekommt. Ich schichte die Farben 4-mal in meinem Becher. Mein Becher hat hier 150 Milliliter. Sehr gut. Okay, ihr könnt sehen, unser erster Becher ist schon fertig. Den stelle ich jetzt erst einmal beiseite. Genauso wie meine Rottöne, die brauche ich später noch. Nun ist es an der Zeit, den zweiten Becher zu schichten. Dafür nehme ich die Blau- und Lila-Töne und ich beginne mit Ultramarinblau. Heute versuche ich es mal ohne Kleckern. Ich werde mal schauen, wie erfolgreich ich bin. Bei der kühleren Farbfamilie werde ich auch ein bisschen Perlweiß einarbeiten, aber weniger als bei der roten Farbfamilie. Wunderbar, ihr könnt gut erkennen, auch unser zweiter Becher ist nun fertig geschichtet, den stelle ich auch beiseite. Bringe meine Farben ein bisschen in Sicherheit. Okay, meine Lieben, für mich ist es nun Zeit, Handschuhe anzuziehen. Und nun muss ich mir überlegen, welche meiner 2 Schleifen ich im Hintergrund halten möchte und welche im Vordergrund. Ich glaube, ich möchte die dunklere im Hintergrund. Okay.
Also, unser Becher ist fertig geschichtet. Nun werde ich unsere Farbe in einer Art Unendlichkeitszeichen auftragen. Das seht ihr jetzt gleich. Wir starten mit der dunkleren Farbe. Das Unendlichkeitszeichen darf natürlich ein bisschen dicker und ein bisschen dünner sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch hier könnt ihr jetzt gut erkennen, dass wir einen schönen Farbverlauf geschaffen haben, von Blau zu Lila. Nun möchte ich aber natürlich noch unsere zweite Farbkombination einbinden. Und von vorne. Ja, das dachte ich mir, das sieht sehr schön aus. Ihr dürft euch da wirklich austoben, eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich glaube, das reicht mir auch an Farbe. Nun werden wir die ganze Leinwand schön ausdehnen und dann haltet euch fest, was das für schöne Muster gibt. Also, wir starten. Ich dehne meine Leinwand wirklich vorsichtig. Ich möchte mir mein Muster hier nicht kaputt machen. Ich dehne auch meine Ringe über die Kanten. So. Meine Lieben, ihr könnt sehen, ich möchte noch hier in der Mitte ein paar kleine Muster machen. Für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen zu viel schwarzer Hintergrund. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ihr könnt immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen. So. Und ich werde das Ganze noch einmal ausdehnen. Ich liebe die Farben, ich liebe das Farbschema, das wir geschaffen haben. Obwohl es ein doch sehr dunkler Hintergrund ist, springen uns die Blautöne, die Rosatöne und auch das Perlweiß wirklich ins Gesicht. Ich mag diesen Part hier sehr gerne. Hier kann man immer noch schön die Schichten erkennen, die wir geschaffen haben. Auch hier auf der blauen Seite. Und ihr habt gesehen, meine Lieben, es ist wirklich nicht schwer. Jeder von euch da draußen kann das. Und mit einer ganz einfachen Technik habt ihr sofort ein tolles, abstraktes Bild mit einem schönen 3D-Effekt kreiert. Das war nun das Schlusswort zum heutigen Video. Ich habe vor langer Zeit schon mal ein Ribbon-Pur-Video gemacht, das ist aber wirklich sehr veraltet. Dennoch, wenn es euch interessiert, verlinke ich es euch gerne am Ende des Videos hier oben. Nun, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, seid so lieb und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, gerne ein Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.